Hallo ihr Lieben, willkommen bei So Halt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute dreht sich alles um meine allerbeste BB-Cream. Wie ich das behaupten kann, weil ich schon sehr, sehr viele getestet habe, weil ich selber im letzten Jahr oder letzten 1,5 Jahren sogar unter unreiner Haut gelitten habe und es einfach so viele Produkte auf dem Markt gibt, die schlecht für deine Haut sind, weil sie noch mehr verstopfen, weil sie nicht richtig abdecken und weil sie dir noch mehr Pickel machen. Wenn du schon Pickel oder Unreinheiten hast, irgendwelche entzündlichen Stellen im Gesicht, dann gibt es Produkte, die das verschlimmern. Und bei diesem ganzen Kampf, den ich da mit mir selber auch hatte, war ich bei der Hautärztin und habe mir da wirklich Rat geholt. Und dann habe ich mich geärgert, dass ich nicht schon viel früher hingegangen bin. Denn auf dieses Produkt, das ich dir jetzt gleich zeige, wäre ich nicht gestoßen. Ich sag dir auch gleich warum. Auf jeden Fall hat sie mir dann die BB-Cream empfohlen und überhaupt auch die Creme empfohlen von Noreva. Exfoliac heißt die Pflegelinie von denen. Und daraufhin habe ich die dann einfach benutzt. Ich habe ein kleines Testfläschchen bekommen von ihr und war dann super begeistert. Das ist allerdings keine Arznei, auch wenn es mir die Hautärztin empfohlen hat. Gibt es zwar in der Apotheke, aber muss man selber bezahlen, weil es nicht unter Arznei läuft, sondern unter zusätzliches Kosmetikprodukt. Ich bin allerdings jemand, mir reicht es einfach nicht zu cremen und zu warten, bis die Unreinheiten besser werden, sondern ich möchte auch immer das Maximum von mir und von meinem Äußeren jeden Tag rausholen, im Alltag auch. Und das heißt, Unreinheiten abdecken, so gut wie möglich kaschieren. Und dabei aber sie nicht verschlimmern. Das ist natürlich wichtig. Und die Creme hat das für mich erfüllt. Und als ich den Tester dann aufgebraucht hatte, habe ich mir sofort die normale Größe, also diese Größe hier in der Apotheke gekauft. Die gibt es auch online zu bestellen. Ich schaue mal, ob ich da einen Link finden kann bei Amazon oder sonst bei Noreva selber. Verlinke ich dir auch. Und ja, sonst in deiner Apotheke, wenn sie nicht vorrätig hat, dann kann sie bestimmt auch bestellen. Das ist eine wirklich, wirklich tolle Creme. Die gibt es auch ungetönt als ganz normale Tagescreme. Und die gibt es auch eben getönt. Und zwar in 2 Farben. In hell. Das ist übrigens schon mittlerweile meine 3. Tube von der Farbe hell, die ich ja meistens Winter und Frühling bis Anfang in den Sommer hinein verwende. Und die dunkle gibt es auch noch. Die beiden, also die dunkle trage ich jetzt gerade, weil ich wirklich jetzt für meine Verhältnisse gut gebräunte Haut habe. Und ich zeige dir mal, wie die Farben sind. Man kann die auch miteinander mischen und kombinieren. Die passen sich aber wirklich auch sehr schön an den eigenen Hautton dann an. Aus der hellen kommt wirklich nicht mehr so viel raus. Also die helle und die dunkle. Und dann kann man die auch vermischen und bekommt eine Mischfarbe, die jetzt hier auf meinem Handrücken wirklich noch relativ hell aussieht, aber wenn ich sie einarbeite, dann wird es irgendwann sich besser angleichen. Aber ihr seht schon, die helle ist einfach zu hell jetzt auch schon für mich. Passt sich aber trotzdem relativ gut an, dass man es jetzt fast, also und da sage ich wirklich fast, so tragen könnte. Aber ich bin jetzt eben auf die dunkle umgestiegen, jetzt im Sommer. Ich war dann so begeistert von diesem Produkt, dass ich Noreva angeschrieben habe und gefragt habe, ob sie mich sponsern möchten, ob sie mit mir arbeiten möchten. Und das haben sie jetzt getan. Deswegen ist dieses Video gesponsert von Noreva. Ich habe die dunkle BB-Cream zugeschickt bekommen und es wird auch noch ein weiteres Video über Noreva-Produkte geben, denn sie haben mir noch andere Produkte zum Testen zugeschickt, von denen ich auch echt wirklich begeistert bin. Und da möchte ich euch unbedingt daran teilhaben lassen und euch das erzählen, was es da sonst noch so gibt. Ich habe jetzt die dunkle drauf, das habe ich dir gesagt. Ich habe ein bisschen Rouge drüber, deswegen sieht es jetzt hier so ein bisschen dunkler aus. Sie lässt sich super aufbauen, wenn du sagst, die Deckkraft reicht mir noch nicht. Aber ich zeige sie dir auch gleich, wie ich sie auftrage. Und die Deckkraft ist wirklich Wahnsinn. Ich habe viele gerötete Stellen. Ich habe auch so Art Pickelmale, weil es wirklich bei mir schlimm war. Aber das deckt sie alles ab. Also ich finde jetzt, wenn ich mich hier so anschaue im Display, sieht man wirklich fast gar nichts mehr. Und das ist wirklich toll. Sie mattiert auch. Du siehst, mein Gesicht ist richtig matt. Bis auf hier, da habe ich Highlighter verwendet. Ansonsten ist alles matt. Sie wirkt entzündungshemmend. Das heißt, wenn du schon aktive Pickel, irgendwelche Entzündungen im Gesicht hast, dann wird die Creme dir dabei helfen, dass sie schneller heilen und nicht das Ganze noch verschlimmern, weil sie nur zustopft. Sie ist antikomedogen, das heißt, sie verstopft eben die Poren nicht.
Sie lässt die Poren weiterhin atmen. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn du Probleme mit deiner Haut hast, mit Verstopfungen, Unreinheiten, Mitessern oder Pickeln. Außerdem habe ich gelernt, dass sie hydrogenisierend und reizlindernd wirkt. Ich bin meiner Hautärztin sehr, sehr dankbar, dass sie mich darauf gestoßen hat. Sie war selber super begeistert, weil sie von ganz vielen Kunden schon positives Feedback bekommen hat und hat es mir eben auch so weitergegeben. Und ich bin sehr dankbar dafür und möchte es auch einfach mit euch teilen, weil vielleicht ist der ein oder andere ja auch noch auf der Suche nach einer Alltagspflege, um seine Pickel zu verbessern und gleichzeitig zu kaschieren, dann ist man hier sehr gut damit aufgehoben. Ich zeige dir jetzt, wie ich die Creme auftrage, dann siehst du mal Vorher-Nachher-Vergleich. Am allerliebsten trage ich diese Creme mit den Händen auf, denn es ist wie eine ganz normale Tagescreme, nur dass sie eben getönt ist. Dann nehme ich ungefähr so eine Menge, Erbsengröße, und verteile die einfach mit den Fingern im Gesicht, wie wenn ich eine Creme auftragen würde. Ich verteile immer von innen nach außen, weil ich natürlich am Anfang mehr Produkt drauf habe und das möchte ich mir nicht in den Haaransatz schieben. Auch an den Augen decke ich damit ab. Und du siehst jetzt schon, was es für eine sehr, sehr gute Deckkraft hat. Tolle Pigmentierung. Und ich arbeite es dann einfach noch so ein bisschen ein. Auch runter an den Hals, dass man es dann nicht mehr sieht, vor allen Dingen an den Rändern. Es fühlt sich im ersten Moment so ein bisschen dick an und auch klebrig, aber das verfliegt dann nach einer Zeit und wird so eine pudrige Konsistenz. Gleichzeitig ist es noch ein bisschen wasserfest. Also was heißt ein bisschen? Es ist wirklich wasserfest. Wenn ich mir danach meine Hände waschen möchte, dann brauche ich wirklich Seife und Bürste, weil das sonst nicht mehr runtergeht. Und das ist ja echt toll für so ein Produkt, weil wenn man ein bisschen schwitzt im Sommer oder wenn man auch zum Baden geht, dann bleibt das Produkt einfach drauf. Obwohl es nur eine BB-Cream ist, hat es so eine starke Wirkung und hält fest, ohne dass man es spürt tatsächlich. Es liegt nicht schwer drauf und du siehst, wie alle meine Rötungen abgedeckt worden sind. Alle Unreinheiten weg sind. Die Augenringe sind auch schon sehr gut kaschiert. Also für noch einen besseren Effekt, man sieht es noch ein bisschen, bräuchte ich jetzt tatsächlich noch einfach Primer. Aber ich finde, für den Alltag tut es so wirklich mehr als seinen Zweck. Also es ist wirklich ein tolles Ergebnis. Und dabei, finde ich, riecht es so gut. Also ich mag den Geruch einfach so gerne. Es riecht ähnlich wie so Reinigungsgels tatsächlich. Es riecht sauber und frisch. Der Geruch, der ist am Anfang natürlich stärker drauf, der verfliegt dann nach der Zeit und ist nur noch ganz, ganz leicht vorhanden. Und es fühlt sich, also jetzt spüre ich es noch, es fühlt sich ganz schön frisch auch an. Und über den Tag hinweg vergesse ich das auch, dass ich was drauf habe. Die Haut wird nicht, ölt nicht nach, was bei mir oft an der Stirn der Fall ist, wenn ich nichts drauf habe, dass ich dann nach 5 Stunden drüber lang und dann so einen öligen Film habe. Also das ist mit dieser BB-Cream nicht mehr. Und sie spannt auch nicht, wird auch nicht trocken. Diese BB-Cream zieht auch nicht in die Falten rein und macht dir dann so ein trockenes Hautgefühl, wie es manche Foundations eben über den Tag hinweg machen. Das macht die überhaupt nicht. Deswegen finde ich die für den Alltag super geil und nehme die sehr gerne. Meine Haut verstopft dadurch auch nicht. Die kann weiterhin atmen. Sie ist nicht komedogen, das heißt, sie verstopft eben die Poren nicht. Und das ist eben gerade bei Haut, die zu Unreinheiten neigt, sehr, sehr wichtig, dass du darauf achtest. Also wenn du jetzt auch nicht diese Creme nachkaufen willst, das musst du ja nicht, das ist ja nur meine Meinung und ich wollte sie dir zeigen, was sie für ein Finish macht und dir einfach davon erzählen, weil ich das Produkt toll finde. Aber wenn du dir eine andere kaufst, dann achte wirklich auf die Komedogenität oder wie man das sagt. Also ob sie komedogen ist oder halt nicht. Frag auch mal bei deiner Hautärztin nach, weil ich habe tatsächlich da bei meiner Hautärztin Pröbchen bekommen von der BB-Cream. Und das ist dann so ein kleines Fläschchen, das hat mir wirklich für 1 bis 2 Wochen gereicht, jeden Tag zu benutzen und das einfach mal auszutesten, wie ich damit klarkomme und ob ich mir das dann wirklich kaufen will. Und das hier ist jetzt die Originalgröße übrigens, die reicht ewig. Also über 1 Jahr hat die letzte mir gereicht. Tatsächlich, das ist schon ergiebig und ich nehme die wirklich fast jeden Tag. In der Zwischenzeit war ich jetzt Mittagessen
Es war tierisch heiß und du siehst, dass die BB-Cream immer noch sitzt. Jetzt machen wir aber den ultimativen Test, weil es mir auch gerade so heiß ist. Habe ich da jetzt auch richtig Lust drauf. Ich habe euch ja gesagt, dass sie ist jetzt nicht als wasserfest deklariert, aber sie geht wirklich mit Wasser sehr schwer von den Händen wieder ab und vom Gesicht demnach auch. Also man braucht einfach so ein Reinigungsmittel, Reinigungsschaumgel oder auch Make-up-Remover. Pures Wasser geht nicht und reicht nicht. Das zeige ich euch jetzt. Ich werde mir jetzt das Wasser direkt ins Gesicht sprühen und dann testen wir gleich mal mit dem Wattepad. Ich mache mir es erst einmal so. Dann siehst du, es kommt nur ganz wenig runter, wenn ich mir damit drüber streiche. So, ich habe noch ein frisches parat und jetzt geht's los. Es tropft. Es läuft. Ich bin klitschnass. Und es bleibt aber sitzen. Also wie man es bei Make-up manchmal hat, dass man wirklich so Streifen reinkriegt. Das ist hier nicht der Fall. Und das finde ich super, super gut. Jetzt reibe ich aber nicht. Ich tupfe jetzt einfach normal, wie wenn du zum Beispiel am See bist und du tupfst dich danach ab. Dann siehst du, okay, wenig. Bisschen was geht runter, aber nicht so ganz viel. Und es sieht aber immer noch sehr, sehr gut aus. Es hat auch immer noch eine gute Deckkraft. Was runtergeht, ist nicht viel und unerheblich. Wenn man es wirklich gut entfernen will, dann braucht man stärkere Mittel. Oh, und was ich jetzt fast vergessen habe zu sagen, warum ich alleine nicht auf diese Creme gestoßen wäre. Ja, sie gibt es nur in der Apotheke, sie gibt es ja nicht in der Drogerie. Und die Aufmachung ist jetzt, ja, das hat Noreva auch selber gesagt, jetzt nicht so die modernste Verpackung. Ist einfach im ersten Moment nicht so ansprechend, dass man sich denkt, wow, da steckt bestimmt was ganz, ganz Großartiges dahinter. Es ist einfach für mich persönlich nicht ansprechend. Aber wenn man weiß, was diese Creme kann und wie gut sie sich anfühlt, also dass man sie irgendwann gar nicht mehr spürt, wie schön sie deckt und wie gut sie der Haut einfach tut, dann ist es auch egal, wie die Packung aussieht. Ich hoffe sehr, das Video hat dir gefallen. Gib mir einen Daumen nach oben, wenn es so ist. Und wenn du mehr solche Videos sehen willst, schreib mir auch gerne in die Kommentare, wenn ich mal ein anderes Produkt testen soll, das du dir überlegst zu kaufen. Da bin ich immer offen für neue Ideen, denn Neues kennenzulernen ist auch immer recht toll. Und ja, klick dich doch mal in diese Videos rein, wenn du sie noch nicht gesehen hast. Und ich freue mich, wenn du Abonnent meines Kanals wirst und öfters in meine Videos reinklickst. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!